In diesem Video wollen wir uns einmal überlegen, ob Closed Captions oder Untertitel für deine Online-Kurse überhaupt wichtig sind. Untertitel sind so eine Sache, ne? Man mag sie oder man hasst sie. Irgendwie, keine Ahnung. Meistens hasst man sie, ne? Weil irgendwie sind kommen immer unten rein und gefahren und man konzentriert sich dann auf die Untertitel mehr als auf das Gesprochene und irgendwie, ja, man hat das Gefühl, es ist so unnötig, ne? Es sei denn, es handelt sich um eine andere Sprache, aber ansonsten, wenn ich ein deutsches Video gucke und deutsche Untertitel habe, wofür denn, ne? Ja, also es gibt einen guten Grund, warum wir Untertitel haben wollen. Tut mir leid, das ist die schlechte Nachricht, ich weiß, weil natürlich kostet das wieder Zeit, Arbeit und Nerven. Auch wieder etwas, was man erstmal auch weglassen kann. Das habe ich viele Jahre so praktiziert. Man kann es ja erstmal weglassen, bis man es nicht mehr weglassen konnte, weil Untertitel immer wichtiger geworden sind, ne? Untertitel auf YouTube zum Beispiel sind unglaublich wichtig, weil YouTube so das Video liest und auch sagen kann, worum es in dem Video geht. Weil es gab ja Menschen, die haben Videos hochgeladen, haben die irgendwie betitelt mit einem beliebten Keyword, sodass sie hoch gerankt haben und oft angeklickt wurden. Und in dem Video selber war irgendetwas drin, sagen wir gelinde, was man nicht sehen sollte, wollte oder ja, was einfach nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatte. Und so hat YouTube dann eben angefangen, genau das zu vermeiden, wenn in dem Video verschiedene Wörter genannt werden. Also wenn ich jetzt oft das Wort Untertitel sage oder Subtitle oder Closed Captions oder irgendwie sowas, dann weiß YouTube, es geht in diesem Video um Untertitel eben, ne? Und sind die jetzt auch für Udemy relevant? Ich zeige dir jetzt gleich mal am Rechner, warum ich der Meinung bin, dass sie auch da mehr als relevant sind und ja, du das leider Gottes auch machen solltest. Und das kannst du auch natürlich auf deiner eigenen School machen. Auf Teachable ist es auch kein Problem, deine eigenen Closed Captions einzufügen. Und unterm Strich ist es ja auch so, hat man es einmal gemacht, ist es auch für immer, ne? Und das Schöne ist, wenn du davon auch vielleicht nochmal ein E-Book schreiben möchtest, kann man natürlich auch sehr viel einfacher durch die Videos durchgehen und herausfinden, worum es in dem einen Video ging und worum in dem anderen und kann so dann sehr viel schneller ja, sein Skript runterschreiben, ne, letztendlich. Okay, ab an den Rechner und dann zeige ich dir einmal, wie das funktioniert. Ich bin jetzt hier einmal bei Udemy und ich zeige dir mal hier in einem Kurs, der noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, ne? 2021, also ich bin gerade im Januar, Mitte Januar ist es gerade und du siehst, der ist noch keine 2 Wochen oder vielleicht gerade mal 2 Wochen online und der hat bereits 2204 Teilnehmer. Natürlich kann man immer argumentieren, okay, ja, beide sind auf der Plattform sehr bekannt und sehr beliebt und deswegen haben die viele Teilnehmer und deswegen haben die Teilnehmer eben auch den Kurs gekauft. Ja, kann sein, aber ich tippe, auch ein Teil des Erfolgs wird auch darauf hinauslaufen, dass sie eben sich die Mühe machen, Closed Captions zu verwenden. Einmal, wenn man so ein Video aufruft, dann hat man hier unten so ein CC und das ist für Untertitel. Jetzt kann ich das hier an- und ausstellen, ne? Ich lasse das jetzt mal einmal drin. Ich habe hier auch noch andere Einstellungsmöglichkeiten, wie groß ich das Ganze haben möchte. Ist ja für Sehbehinderte oder Leute, die nicht hören können, vielleicht auch nicht so schlecht, wenn es Untertitel gibt, ne? Also da helfen wir denen ja natürlich mit, die einfach behindert sind und deswegen vielleicht die Kurse nicht so anschauen können. Also noch einmal zurück, Untertitel sind an. Und jetzt lasse ich das mal kurz hier ablaufen. Ich mache das aber leise. Und du siehst direkt, hier sind die Untertitel, die hier auf dem Rechner angezeigt werden. Wenn ich das jetzt laufen lasse, natürlich, dann ändert sich das immer. Ja, und ich glaube, dass hier jemand auch Hand angelegt hat, ne? Also das wird teilweise automatisch, aber man kann halt auch die Videos abgeben und dann werden die erstellt für dich. Dann kostet das, also man kann das machen, ich rufe dir mal eben die Seite auf, das ist ref.com. Das ist aber allerdings nur für englische Videos, die aber auch auf Deutsch übersetzt werden können. Nur, das ist zu teuer für uns, ne? Aber es gibt auch ganz viele deutsche Anbieter, die das machen, die diese Closed Captions anbieten. Dann musst du so mit einem Euro 20, 30, 50 pro Minute rechnen. Dann kannst du dir Closed Captions erstellen lassen.
Ref.com ist ein ganz, ganz bekannter Anbieter, aber wie gesagt, hier, man kann das halt transkribieren lassen in Englisch und wenn man es dann in Englisch hat, kann man es sich später in Deutsch übersetzen lassen. Das ist eine Möglichkeit, ne? Je mehr Sprache man hier anbietet, desto besser ist das natürlich auch immer, ne? Also angenommen, ich habe die Möglichkeit, ein englisches Video zu machen und noch 5 andere Sprachen anzubieten, ja super, ne? Wird dann halt auch in 5 anderen Bereichen noch gefunden. Aber für den, der das vielleicht das erste Mal macht, für uns ist das wahrscheinlich alles noch eine Nummer zu groß und auch zu teuer im Endeffekt, wenn wir das nicht alles selber machen wollen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du das ganz kostenlos machen kannst. Ne? Schön, es gibt immer noch eine Möglichkeit. Also wenn ich jetzt mal hier, ich gehe mal auf YouTube, hier in meinem Video, wenn ich das ablaufen lasse, dann siehst du direkt, dass, ja, ich mache das mal kurz auf Pause, dann siehst du direkt, dass hier die Untertitel drin sind. Auch die kann ich hier anstellen, ne? An- und abstellen. Ja? Und das wird automatisch gemacht, weil ich würde wahrscheinlich nicht Patreon schreiben, weil es geht ja um Patreon. Ja? Und das Problem, was jetzt hier ist, warum YouTube Untertitel hat, wie gesagt, YouTube liest damit die Videos. Ne? Die Maschine YouTube kann sich das Video ja nicht ansehen. Also wird das damit gelesen und dafür für die Wörter, die in dem Video vorkommen, gerankt. Also, was machen wir jetzt hier? Das ist falsch. Also, was tun? Wir können hier ins Backend gehen. Ich gehe jetzt mal hier auf das Video und du siehst hier die Beschreibung, die ich erstellt habe, veröffentlicht, Abstand, Infokarten, alles Mögliche. Und hier steht auch Untertitel. Und wenn ich jetzt auf Untertitel klicke, dann kann ich hier meine Untertitel bearbeiten bzw. weitere Untertitel hochladen. Also, ich kann hier zum Beispiel Sprachen hinzufügen. Ne? Wie ich gerade sagte, ist natürlich gut, wenn wenn das Video in mehreren Sprachen gemacht wird. Also, ich gehe jetzt mal hier auf Bearbeiten oder auf automatische, also die automatische Erzeugung, ist egal. Also, das habe ich schon hier verbessert. Also wird das hier offensichtlich genommen. Ja. Und dann habe ich einmal den kompletten Text, wo alles so zusammengematscht ist. Und wenn ich jetzt hier auf Zeitangaben anzuweisen gehe, dann wird jedem Satz, den ich sage, auch eine Zeitspanne zugewiesen. Ja? Also zum Beispiel in diesem Video schauen wir uns einmal an, was Patreon ist. Patchen, ja, habe ich ja gerade gesagt, also müsste ich das jetzt hier ändern, Patreon ist. Und ich würde das wahrscheinlich auch hier groß schreiben. Wenn man schon mal dabei ist, dann macht man es natürlich auch richtig. Warum ich dir das jetzt zeige, ich kann das jetzt hier einfach speichern und dann eben veröffentlichen. Und was noch interessanter ist, wenn ich hier auf diese 3 Punkte klicke, kann ich mir den Untertitel herunterladen. Ne? Also habe ich jetzt hier meine Untertitel, wenn ich denn ein Programm dafür hätte, weil das ist jetzt ein SBV-File. Und da kommen wir zu dem nächsten Problem. YouTube hat SBV-Titel, aber viele, viele Plattformen nutzen SRT-Titel. So, wie kriegen wir jetzt SBV in SRT? Wir nehmen eine Webseite. Es gibt zum Glück eine Webseite, ja. Und da ist das auch komplett kostenlos. Das ist nämlich der captionsconverter.com und da kann ich meine Datei hochladen. Nehme ich jetzt mal hier aus Downloads, lade die hoch und sage, ich möchte jetzt ein SRT haben oder ich möchte einen Textfile, wie auch immer, und sage hier Convert und dann konvertiert er mir die Datei und lädt eben die wieder runter. Ne? Und dann schauen wir mal, können wir die jetzt öffnen? Nein, würden wir auch ein Programm für brauchen. Aber wenn du das zum Beispiel auf Amazon Prime hochlädst, dann brauchst du eben ein SRT-File. Ich lade das jetzt einmal, damit wir uns das angucken können, als Textfile runter. So, hier ist jetzt die Textdatei und du siehst schon, das ist die komplette Textdatei, die auch gerade im Video war, ganz ohne diese Closed Captions, ganz ohne diese Zeitmarkierung. Aber es ist der komplette Text. Ne? Wie auch immer, wir persönlich werden den jetzt wahrscheinlich eher seltener brauchen. Für uns ist interessanter, dass wir so ein SRT-File haben, nämlich wenn Seiten den fordern oder wenn man den auf YouTube oder Udemy hochladen kann, dann ist das interessant. Also, mein Vorschlag. Geh hin und schau dir auf YouTube deine Untertitel an. Ja, also hier kann man das ja abspielen lassen, kann man sich anhören und kann dann immer gleich verbessern.
Ja? Wenn man das direkt macht, ja, es dauert seine Zeit, aber es ist machbar. Ne? Es ist machbar und dann kann man hingehen, den runterladen und in das gewünschte Format umwandeln lassen. Und wenn man das einmal getan hat, ja, wie gesagt, einmal für immer. Ne? Und dann hat man auch seine Untertitel. Wenn du jetzt sagst, ich brauche das nicht, ja, kann sein, aber wenn man ganz logisch überlegt, ne, wenn man jetzt auf Udemy gehen, wie soll eine Plattform für Udemy, die gerade einen neuen Kurs bekommen hat, diesen Kurs dem richtigen Teilnehmer oder dem richtigen potenziellen Teilnehmer anbieten? Nur wenn die Texte, die da drin sind, so gut sind, dass man das auch verstehen kann. Heißt im Umkehrschluss, nur wenn die Landingpage richtig gut ist, wenn es da richtig um die richtigen Titel geht, um die richtigen Inhalte geht und alles andere, nur dann ist es nur dann ist es machbar, dass Udemy den Kurs liest und den richtigen Teilnehmern anbietet, also den richtigen potenziellen Kunden. Und aus diesem Grund ist es keine verschwendete Zeit und Lebensmühe, Untertitel zu erstellen. Und wie gesagt, es geht komplett kostenlos, kostet aber Mühe. Ja, ich hoffe, der Tipp hat dir geholfen oder wird dir helfen, deine Untertitel in deine Kurse einzufügen. Wenn dem so ist, ich freue mich immer darüber, von dir zu hören hier in den Kommentaren. Wie siehst du das? Sind Untertitel nötig oder nicht? Ja, wie ist da deine Einschätzung? Und dann freue ich mich, mit dir morgen weiter an deinem Kurs zu arbeiten. Unsere 28-Tage-Challenge läuft immer noch und ja, wir machen weiter. Ne? Dann bis morgen. Tschüss.